Herzlich willkommen im Heidelberger Schloss, einer der großartigsten Palastanlagen, die Europa kennt. Hier am Heidelberger Schloss wurde 800 Jahre gebaut, wurde gelebt, gefeiert und regiert. Jede Generation hinterließ ihre Spuren und darunter einige der großartigsten Palastbauten, die Europa im 16. und 17. Jahrhundert kennt. Durch die Jahrhunderte dehnte sich das Heidelberger Schloss immer mehr nach außen aus, verlor immer mehr seinen Charakter als trutzige Burg und wurde immer zur großen königsgleichen Residenz, mehr und mehr. Eine der großartigsten Palastbauten, die diesen Prozess beschleunigte, ist Otto-Heinrichs-Bau hinter uns. Was macht ihn denn so besonders, Frau Coburger? Das ist der erste Renaissance-Palast nördlich der Alpen. Wir kennen ja die Renaissance aus Italien, die ganz berühmten Sachen von Michelangelo, aus Florenz auch, der Florentiner Dom. Aber in Deutschland kam das alles ein bisschen zeitverzögert an. Und Otto Heinrich, der große Kunstliebhaber, der Sammler, der Förderer von den Wissenschaften, der hatte eine ganz tolle Bibliothek mit bedeutenden Büchern. Und diese Bücher, das waren auch, da waren die neuesten Ornamentstiche drin, da waren die neuesten Architekturbücher drin. Also ganz, was damals Mode war, nämlich die Renaissancekunst. Und er hat die wichtigsten Bücher gehabt, um diesen Palast zu bauen. Und das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes, dass sich ein deutscher Fürst in diese neue italienische Bautradition gestellt hat. Also was ich beim Otto-Heinrichs-Bau immer so faszinierend finde, ist dieses reichhaltige Figurenprogramm. Das war doch etwas ganz Besonderes in seiner Zeit. Genau, und das war vor allem auch eine ganz tolle Selbstdarstellung, die der Otto Heinrich da gemacht hat für einen deutschen Fürsten der damaligen Zeit. Er hat sich nämlich in die Tradition gestellt von römischen antiken Göttern. Er hat sich in die Tradition gestellt von Helden aus dem Christentum. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man auch solche Medaillonköpfe. Das sind römische Imperatoren, die römischen Kaiser. Und es kommt auch noch ein kosmologischer Aspekt hinzu. Er war ja ein großer Astronom. Also er hat sich praktisch in das gesamte intellektuelle Programm der damaligen Zeit gestellt. Von den antiken Göttern bis hin zu kosmischen Kräften. Heidelberg ist ja der Ort der Löwen. Wo immer wir hinkommen, sehen wir Löwen. Kleine, große, meist aus Stein. Und das hat seinen Grund. Denn hier war der Sitz der älteren Linie der Wittelsbacher Kurfürsten, die wichtigere Linie. Und diese Linie übernahm 1778 sogar den Thron in München. Jetzt stehen wir vor dem Friedrichsbau. Auch wieder so ein ganz faszinierendes Palastgebäude, aber ein Stück weit anders als der Otto-Heinrichs-Bau, den wir gerade gesehen haben. Auf den ersten Blick denkt man, naja, es ist ein großer Bau und es hat ganz viele Figuren in Nischen, sieht erstmal gleich aus. Aber dann guckt man sich die Figuren an und sieht, es ist total anders. Und es ist auch eine andere Zeit. Friedrich IV., der den gebaut hat, war in einer anderen Position als der Renaissancefürst Otto Heinrich. Er war der Anführer der protestantischen Liga, es war Kriegszeiten, es gab viele Geflüchtete schon damals, die in die Kurpfalz als protestantisches Auffangbecken hergeflüchtet kamen. Und so hat Friedrich IV. Sich einmal seine Wittelsbacher Linie und diese protestantische Linie betont. Und das zeigt sich in den Figuren. Man sieht nämlich, ausgehend von Kaiser Karl dem Großen, die gesamte Linie des Hauses Wittelsbach bis hin zu Friedrich IV., dem Erbauer. Wir haben also eine erste richtige in Stein gemeißelte Ahnengalerie der Wittelsbacher an diesem Friedrichsbau. Und wenn man das vergleicht zum Otto-Heinrichs-Bau, ist es ganz faszinierend, wie die beiden Herrscher sich zu unterschiedlichen Zeiten immer in dem, was gerade die Zeit notwendig gemacht hat, auch inszeniert und dargestellt haben. Schloss Heidelberg war immer wieder Schauplatz für Ereignisse, die ganz Europa betrafen und auf den ganzen Kontinent Auswirkungen hatte. Wenn man es genau nimmt, entstand der 30-jährige Krieg hier, als nämlich der Kurfürst Friedrich V. sich entschied, die böhmische Krone anzunehmen, die die Initialzündung war für dieses 30-jährige furchtbare Schlachten. Wie war denn das Selbstverständnis der Wittelsbacher Kurfürsten am Vorabend des Dreißigjährigen Krieges?
Sie haben sich wie Könige verstanden. Und durch die Annahme der böhmischen Krone, durch Friedrich V., das war der Sohn von Friedrich IV., der diese Ahnengalerie gebaut hat, da ist es auch wirklich das Machtgefüge innerhalb des damaligen Heiligen Römischen Reiches gekippt. Auf einmal waren die Protestanten nämlich ganz mächtig und haben auf ein protestantisches Königtum und eventuell einen protestantischen Kaiser hingewirkt. Und das gab natürlich dann Konflikte mit den katholischen Wittelsbachern und vor allem mit den katholischen Habsburgern, dem Kaiser in Wien. Und wenn Sie sich mal das Programm hier anschauen, mit der ganzen Ahnengalerie von Karl dem Großen bis zu Friedrich IV., dann ist das eine protestantische Ahnengalerie. Und im Vergleich haben Sie es in München in der Jesuitenkirche-Fassade sehr ähnlich, nur als katholische Variante der katholischen Wittelsbacher in Bayern, die dann die großen Gegenspieler wurden. Das Heidelberger Schloss war ja zum einen die große königsgleiche Residenz der Wittelsbacher und die Reste sind heute noch faszinierend zu betrachten. Dann wurde die Ruine im 19. Jahrhundert das romantische Schloss, die alle begeisterte, wenn sie hier durch die zerstörten Steine lustwandelten. Aber gleichzeitig hat das Heidelberger Schloss auch noch eine dritte Geschichte, die in Richtung des 19. Jahrhunderts des Historismus reicht. Es gab Überlegungen, das Heidelberger Schloss wie den Kölner Dom neu aufzubauen zu einem Nationaldenkmal mit deutlicher Front gegen die französischen Nachbarn zu machen. Frau Coburger, das ist zwar eine spannende Geschichte, aber was bringt uns das für das Erlebnis, für die Besuchsmöglichkeiten hier am Heidelberger Schloss? Das war ja total spannend. Also dieser Wiederaufbau im Historismus ist ja unglaublich auf Kritik gestoßen. Es gab den Denkmalstreit darüber, es gab dann auch eine Festsetzung, dass man halt nicht weiter rekonstruiert hat und dadurch war das auch sehr lange richtig geschmäht. Man hat den Historismus nicht gelitten, auch in der Kunstgeschichte nicht. Und seit einigen Jahrzehnten hat die Kunstgeschichte erst wieder angefangen, sich damit zu beschäftigen. Und was wir hier sehen, ist sozusagen ein übermalter Historismus. Weil wenn Sie mal an die Decke schauen, die ist jetzt weiß-gold. Das ist eine typische Farbigkeit für das 18. Jahrhundert aus dem späten Barock und Rokoko. Aber das ist ein übermalter Historismus, der dann halt im frühen 20. Jahrhundert gemacht wurde, weil man diese historistische Fassung und Ausstattung überhaupt nicht mochte. Und sehr spannend ist, da oben gibt es so kleine sogenannte Fenster. Da sehen Sie grün und rot und aber auch blau. Das ist die originale Fassung, die noch unter dieser weiß-goldenen Fassung drunter liegt. Und das wäre eine super Chance zu zeigen, wir machen eine Kampagne, wir erforschen das, wir legen das vielleicht sogar frei. Und dann könnten die Besucher auch mal diesen wichtigen Aspekt des Heidelberger Schlosses erleben. Wir stehen gerade in den Resten des sogenannten Dicken Turms, eines großen Befestigungsturms. Aber in der Endphase des Heidelberger Schloss, bei seinem Höhepunkt, war das etwas ganz anderes und hatte mit militärischer Verteidigung überhaupt nichts mehr zu tun. Frau Coburger, wie wurde denn diese Fläche hier genutzt? Das war einer der größten und tollsten Festsäle der damaligen Zeit. Friedrich V. hatte ja Elizabeth Stuart, die englische Königstochter, geheiratet, die eine ganz reiche Festkultur von dem englischen Hof gewohnt war. Also denken wir nur, das war das Zeitalter von Shakespeare gewesen, wo Shakespeare-Stücke aufgeführt wurden. Und dieser Festsaal war einer der tollsten wirklich der damaligen Zeit. Er war riesengroß und hatte einen fantastischen Ausblick auf das wunderschöne Neckartal. Das Heidelberger Schloss war die große königsreiche Residenz der Kurfürsten von der Pfalz. Führend als Schlossbau um 1600, beneidet von vielen, bewundert von den meisten. Aber dennoch ist sie heute Ruine. Und da hat ein kleines Mädchen namens Lieselotte, das hier durch diese Gänge rannte, als sie noch ein Kind war, ungeheuer viel damit zu tun. Was hat es denn mit dieser Geschichte auf sich, Frau Coburger?
Also Lieselotte war an den französischen Königshof verheiratet worden, und zwar dem Bruder des Sonnenkönigs Ludwig XIV. Man hat gedacht, dadurch seien gute nachbarschaftliche Verhältnisse zwischen der Pfalz und Frankreich hergestellt. Aber als dann auf einmal kein männlicher Erbe mehr in der Kurpfalz war, hat der Sonnenkönig gedacht, ich fordere jetzt das Erbe meiner Schwägerin ein, und hat im Namen von Lieselotte den Krieg eröffnet und wollte die Kurpfalz unter seine Fittiche bringen. Das hat Lieselotte sehr, sehr geschmerzt. Das wissen wir aus ihren vielen Briefen, die sie geschrieben hat, weil die Zerstörungen, die durch den Französischen Krieg in der Kurpfalz und vor allem in Heidelberg waren, das war wirklich verheerend. Wie war das denn? Wie wurde denn das Schloss zerstört? Also man hat es zum einen belagert, in Brand geschossen, und dann hat man es aber, nachdem man seine Kunstschätze ausgeräumt hat, versucht zu sprengen. Und diese Sprengung sehen wir an ganz vielen Teilen des Schlosses heute immer noch, weil die nämlich belassen wurden. Nach 1693 war das Schloss Ruine und blieb es bis heute. Aber der große zweite Einschnitt kam dann 1720, als alle Überlegungen, hier eine neue Residenz zu bauen, scheiterten und der ganze Wittelsbacher Hof nach Mannheim zog, in diese Richtung, wo das wunderbare Mannheimer Schloss erbaut wurde.